Wir quilten Loops für Anfänger. Herzlich willkommen bei Needle Engine. Mein Name ist Elke und wir legen los. An unserer Maschine haben wir eine Quiltnadel eingestellt. Wir haben unser Stopffüßchen eingestellt, das bei jeder Maschine dabei sein sollte. Wir haben einen Unterfaden eingespannt und unsere Maschine schon für Quilten eingerichtet. Das heißt, wir haben den Transporteur versenkt und unsere Stichlänge steht auf 0. Wir haben ein Sandwich aus 3 Lagen aufgebaut. Unser Top, unsere Füllung und unser Unterstoff. Und damit das Ganze gut liegt, setzen wir einmal Nadeln, die unsere Stoffe an dem richtigen Punkt zusammenhalten. Dazu findet ihr ein paar Videos auf meinem Kanal, die ich euch unter diesem Video verlinke. Mit unserem so vorbereiteten Sandwich und unserer so vorbereiteten Maschine fahren wir einmal in das Zentrum unseres Quiltes. Und wir holen einmal unseren Unterfaden nach oben. Dazu nähen wir einen Stich. Wenn wir einen Stich nähen, holen wir unseren Unterfaden als Schlaufe nach oben und diese Schlaufe ziehen wir auf die Vorderseite. Wenn wir den Unterfaden nach oben holen, können wir sowohl den Unterfaden als auch den Oberfaden greifen und wir können beide Fäden beim Vernähen auf Spannung halten. Wenn wir das haben, vernähen wir 3-mal auf der Stelle. 1, 2, 3. Wir legen unsere Fäden einmal aus dem Weg, die brauchen wir nachher nur abschneiden. Was wir jetzt machen möchten, ist, wir möchten unsere Maschine einfach nur frei laufen lassen. Loops sind ein sehr unkontrolliertes Thema, ein sehr wildes Thema. Es verzeiht viele Fehler. Es ist ein All-Over-Design, bei dem wir die Fäden ruhig übereinander laufen lassen können. Zunächst einmal quilten wir ein Stück von unserem Ansatzpunkt weg. Wenn wir das haben, dann möchten wir hier in eine kleine Schlaufe. Bei mir ist das, ich quilte zu mir hin, ist das ein auf dem Kopf stehendes L. Jedes Mal, wenn wir unsere Quiltnaht anhalten, lassen wir unsere Nadel im Stoff stecken. Das ist unser erster Loop. Unser Faden, der wird uns früher oder später im Weg sein. Wir haben ihn gut vernäht mit dem 3-mal auf der Stelle nähen und wir können ihn nun abschneiden. Wir haben den ersten Loop. Von hier wandern wir ein Stück von unserem ersten Loop weg. Und wenn wir das haben, setzen wir einen Loop in die andere Richtung. Wenn eure Maschine freiwillig mit der Nadel im Stoff bleibt, dann ist das wunderbar. Meine Maschine macht das nicht. Ich muss also darauf achten. Der zweite Loop ist gesetzt. Für unseren dritten Loop laufen wir von dem zweiten Loop ein Stück weg. Und wenn wir das haben, bilden wir wieder ein neues L. So, und jetzt haben wir eine Situation. Es heißt immer, wir dürfen nicht über den schon gequilteten Strich gehen. Wir möchten Abstand haben und alles in gleichem Abstand. Mit unserem dritten L arbeiten wir jetzt aber genau zu unserer schon gequilteten Linie hin. Es sind Loops. Es ist egal, es sind Kreise, es sind einfach nur Spiralen. Stellt euch vor, eine Fliege fliegt und ihr zeichnet den Weg nach. Die Fliege wird nicht darauf achten, ob sie an der Stelle schon mal war. Sie wird einfach weiterfliegen. Und unsere gezeichnete Fliegenbahn wandert jetzt einfach über die schon genähte Stelle hinweg. Und wir setzen einen neuen Loop. Und jetzt läuft unser Motiv ganz wunderbar an unserem schon gesetzten Loop vorbei. Hey! Und wir arbeiten einen Loop
wieder entgegengesetzt der ersten Linie. Denkt an die Fliege achtet nicht darauf, ob sie da schon mal war oder ob der letzte Loop in die Richtung ging, die geflogen werden sollte oder nicht. Lasst das Ganze einfach laufen. Arbeitet ein Stück von eurem Loop weg. Ich habe einen Grünton als Faden gewählt, der sich wunderbar in das Motiv einfügt. Das heißt, Fehler, die ich hier mit meinen Loops bilde, die wird man später nicht wahrnehmen können. Wir sehen nur eine Textur auf unserem Stoff. Das heißt, alles, was wir machen, soll genau so sein. Und arbeitet euer Motiv, wie sich das ergibt. Bei meinem Motiv habe ich die Möglichkeit, meine Hände flach aufzusetzen. Das heißt, ich kann mein Motiv jederzeit in so ein Dreieck aus Zeigefinger und Daumen setzen. Ich kann meine Hände wegwandern lassen und kann dabei meine Hände immer noch komplett und flach aufsetzen. Das liegt zum einen daran, dass meine alte Pfaff viel Raum unter der Maschine hat und es liegt daran, dass diese Maschine einen Tisch hat. Viele haben das nicht. Wenn ihr anfangt zu quilten und ihr habt eure Maschine und ihr habt keinen Tisch, dann seht ihr hier an dieser anderen modernen Pfaff, wie ihr da ohne Anschiebetisch eure Hände halten könnt. Das ist die Pfaff Select 4.2. Und wenn das Ganze wackelt, dann bin ich das, denn ich habe die Kamera umgeschnallt. Wir starten mit einem Loop. Und wir setzen einen Loop in die Gegenrichtung. Mein Tisch ist sehr klein, wir haben keinen Anschiebetisch dazu genommen. Mein Tisch fällt zur Seite hin flach ab, aber hier kann ich dann meine Finger, Moment, sieht man es, tadam, jawohl, meine Finger einmal zur Seite kippen und ich habe ein gutes Gefühl beim Führen. Mein Motiv möchte ich, wenn ich nur einen kleinen Anschiebetisch habe, eher einfach halten. Ich komme noch mal so ein bisschen näher. Und ein Loop nach rechts und ein Loop nach links ist ein einfaches All-Over-Motiv. Ich schiebe meine Nadel einmal in den Stoff. Hier ist die Mitte meines Patches. Ich möchte nach unten wandern. Das ist ein bisschen schwierig bei einem fehlenden Anschiebetisch, also drehen wir das Ganze einmal. Und nun haben wir wieder eine Seitwärtsbewegung. Eine Seitwärtsbewegung zur Mitte hin. Und weiter geht's mit meiner alten Pfaff. Wenn wir merken, wir wandern weit nach außen, wandern wir doch einfach wieder zurück. Und schon haben wir an dieser Stelle eine natürlich wirkende Fliegenflugbahn. Eben Loops. Bei unserem Außenstoff achten wir darauf, dass wir jederzeit den Unterstoff, unsere Füllung und unser Top sehen. Solange wir diese drei Schichten an der Außenkante sehen, wissen wir, unser Stoff liegt unter der Maschine vernünftig. Ihr könnt mit den Fingern nachfühlen, wenn ihr mit den Fingern über den Quilt wandert, dann spürt ihr, ob ihr den unteren Stoff doppelt habt oder ob das passt. Wenn ihr gerade ambitioniert losquiltet und das einfach laufen lasst, dann kann das schon mal sein, dass man schneller eine Falte darin hat. Überlegt vorher, wie sehr euch Falten stören, ob ihr sagt, das passt. Dann quiltet ihr ganz wüst und sonst fühlt ihr zwischendurch immer nach. Falten stören zum Beispiel überhaupt nicht, wenn das Ganze ein Top von einem Kissen wird, weil man dann die untere Seite nicht sieht. Auch das ist eine Möglichkeit. Ich wünsche euch eine wunderbare Woche. Bleibt gesund und glücklich.
Und denkt daran, was immer auch passiert, einfach weiter patchen und quilten und bis zum nächsten Mal. Tschüss!